Guten Morgen. Der Duft von frisch gemahlenem Kaffee liegt in der Luft, der Tag beginnt langsam und heute möchte ich dir ein kleines Gerät zeigen, das meine Kaffeeroutine spürbar verändert hat. Den elektrischen Wasserkocher Chiato FlowPlay Gooseneck. Der Wasserkocher wurde mir von Coffee Friend zur Verfügung gestellt. Ich habe heute auch einen Rabattcode für euch. Mit dem Code CHRIS10 könnt ihr bis Ende August 10% auf den Wasserkocher und alle anderen Chiato-Produkte sparen. Mehr Informationen dazu findet ihr in der Beschreibung. Vielleicht klingt das alles erstmal unspektakulär. Ein Wasserkocher ist eben ein Wasserkocher, oder? Aber wer regelmäßig Kaffee oder Tee brüht, weiß, die Temperatur des Wassers ist kein nebensächlicher Faktor, sondern beeinflusst Geschmack, Balance und Aroma entscheidend. Der Chiato FlowPlay ist nicht einfach irgendein Wasserkocher. Er bringt Funktionen mit, die speziell auf Kaffeeliebhaber abgestimmt sind. Zum Beispiel eine einstellbare Temperatur zwischen 40 und 100 Grad Celsius. Du kannst also exakt die Temperatur wählen, die du für deinen Pour-Over, deine French Press oder auch für Matcha brauchst. Von 85 bis 100 Grad genau und darunter in 5 bis 10 Grad Schritten. Und das Beste, die aktuelle Temperatur wird dir in Echtzeit auf dem digitalen Display angezeigt. Kein Raten, kein Fühlen am Gehäuse, du hast volle Kontrolle. Besonders angenehm ist der sogenannte Gooseneck-Ausguss. Der Ausguss ist so geformt, dass du beim Aufgießen den Wasserfluss extrem präzise kontrollieren kannst. Gerade bei Pour-Over mit dem V60 oder bei der Chemex-Methode ist das ein riesiger Vorteil, weil du gleichmäßig und langsam aufgießen kannst. Dazu kommt, der Wasserkocher sieht einfach gut aus. Mit seinem mattschwarzen Finish passt er perfekt in moderne Küchen oder auch in ein Homeoffice mit Kaffee-Ecke. Aber lass uns mal anschauen, wie sich das Ganze im Alltag verhält. Ich nehme heute einen 100% Arabica, kräftig, aber weich, und bereite ihn als Pour-Over mit der Hario V60 zu. Ich stelle den Wasserkocher auf 95 Grad, warte, bis die Anzeige stabil bleibt und gieße langsam auf. Der Gooseneck-Ausguss macht das Aufgießen wirklich angenehm. Ich kann gezielt die Blooming Phase einleiten und dann gleichmäßig aufgießen. Wenn ich den Wasserkocher von der Station anhebe und dann wieder darauf setze, wird der Warmhaltevorgang automatisch fortgesetzt. Das Ergebnis: ein klarer, balancierter Kaffee mit feiner Säure. Bei meinem ausführlichen Test sind mir auch ein paar Nachteile aufgefallen. Als ich den Wasserkocher ausgepackt habe, hat dieser super nervige Pieptöne bei jedem Tastendruck wiedergegeben. Zum Glück konnte ich diesen Ton ausschalten, indem ich nach dem Einschalten die Temperatur erhöhen taste und dann die Ein-Aus-Taste für einige Sekunden gedrückt gehalten habe. Leider stand dazu nichts in der Beschreibung und ich musste durch Probieren selbst darauf kommen. Ein weiterer Punkt ist für mich der Deckel. Ich finde, dieser sitzt etwas zu fest auf der Kanne und brauche jedes Mal etwas zu viel Kraft, um ihn herunterzunehmen. Ich habe auch die Konstanz der Wassertemperaturmessung mit einem externen, genauen Thermometer überprüft. Insgesamt ist die Anzeige nicht auf das Grad genau und man muss auch bedenken, dass im Wasserkocher nur an einer Stelle die Temperatur gemessen wird, also ist es vermutlich sinnvoll, das Wasser etwas durchzumischen, wenn man Wert auf 100% exakte Temperatur legt. Aber generell finde ich, dass die Temperaturkonstanz für meine Anwendung okay ist und auch für den Preis finde ich es angemessen. Fazit: Alles in allem bin ich zufrieden mit dem Wasserkocher. Es gibt bestimmt noch besser Produkte, aber diese kosten dann auch, wie zum Beispiel der Wasserkocher von Fellow das Doppelte oder Dreifache. Ich habe aber noch keine Alternativen getestet. Mit dem aktuellen Preis von 70 € finde ich den Wasserkocher aber sein Geld wert. Und ich verwende nur noch diesen für meinen täglichen Filterkaffee. Die Frage ist, brauche ich diesen Wasserkocher wirklich? Meine Antwort: Wenn du täglich Kaffee zubereitest und dabei Wert auf Geschmack und Qualität legst, ja. Der Chiato FlowPlay ist mehr als nur ein Wasserkocher. Er ist ein echtes Tool, das dir mehr Kontrolle gibt, deine Routine erleichtert und dabei noch gut aussieht.
Besonders praktisch finde ich die Warmhaltefunktion. Einmal aufgeheizt, bleibt das Wasser bis zu 2 Stunden auf der gewünschten Temperatur. Perfekt, wenn man morgens noch ein zweites Mal Kaffee macht oder wenn du Gäste hast. Für wen lohnt sich dieser Wasserkocher besonders? Ganz klar, Home Baristas, die regelmäßig Pour-Over machen, Matcha-Trinker, die exakt 80 Grad brauchen und alle, die einfach keine Lust mehr haben auf unpräzise alte Plastikkocher ohne Temperaturanzeige. Wenn du also nach einem sinnvollen kleinen Upgrade für deine Kaffeeroutine suchst, schau dir den Kiato Flow Play Gooseneck an. In der Beschreibung findest du den Link zum Produkt bei Coffee Friend. Dort gibt es auch oft Angebote. Und vergiss nicht den Rabattcode. Mit dem Code CHRIS10 könnt ihr 10% auf den Wasserkocher oder alle anderen Kiato sparen. Danke fürs Zuhören. Und jetzt interessiert mich: Welche Tools benutzt du in deiner Kaffeeroutine? Schreib's gerne in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass ein Like da und abonniere den Kanal. Bis zum nächsten Mal und besserer Kaffee beginnt mit besserem Wasser.